Hallo liebe Zuschauer, Neuigkeiten gibt es bei uns. Pitti und ich, wir werden uns trennen. Ja, einige haben vielleicht den Film bei Oma gesehen. Da hatte ich ja schon mal sowas angedeutet. Und eine Trennung so hatten wir ja schon mal letztes Jahr. Ich glaube, Oktober, November hatten wir uns ja schon getrennt. Da waren ja bestimmte Umstände, die mir nicht gefallen haben. Und daraufhin habe ich nach den 2 Jahren gesagt, am besten ist, wenn wir uns trennen. Nun ist die Situation ja so gewesen, dass sie sehr schwer krank geworden ist. Und ich habe sie Anfang des Jahres hier aufgenommen, um sie ja auch zu pflegen und zu behüten. Und dann ist sie auch noch gekündigt worden. Sie hatte keinen Job und der Florenz hat ja ein Helfersyndrom, haben bestimmt viele schon mitbekommen. Und dann helfe ich eben halt und wir sind wieder zusammengezogen. Aber das grundsätzliche Problem, wieso ich mich damals getrennt habe, war noch immer nicht aus der Welt geschafft. Das hat nichts mit Geld zu tun oder Hochzeit oder sonst was. Nein, das sind Lebenseinstellungen. Und die sind sehr verschieden. Und natürlich hatte ich, vielleicht auch Pitti, gehofft, dass sich das jetzt in dem letzten gut halben Jahr ändert. Hat es aber nicht, klappt nicht. So, jetzt ist Folgendes. Ihr Sohn ist mittlerweile hier schon auf der Insel und letzte Woche ist auch ihre Schwester hier auf die Insel gekommen. Sie ist also in guten Händen und da habe ich mich dazu entschlossen, zu ihr zu sagen, ich möchte die Trennung weiter aufrecht erhalten. Ja, jetzt fragt bestimmt der eine oder andere, ja, was ist mit Oma? Ja, wir haben uns ja praktisch gütig getrennt. Wir haben das jetzt so vereinbart, dass die Pitti mit mir zu Oma geht, denn ich glaube, das wird in Stich und zerrt sein für die Oma, wenn sie erfährt, dass wir uns trennen. Es war ja jetzt schon bei dem letzten Film sehr schwierig für sie, dass sie hörte, dass sie jetzt über längere Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange sie in Kalassin bleibt, im Isan, dass die Oma nicht mit ihr Kontakt persönlich hat. Und da haben wir ja das so arrangiert, dass wir gesagt haben, wir versuchen es übers Handy, dass sie mit ihr sprechen kann, dass die Oma also noch immer das Gefühl hat, die Pitti ist noch da. Also Pitti geht weiterhin mit mir zur Oma, da ändert sich also gar nichts, nur eben halt, sie zieht oder jetzt kommendes Wochenende, wir haben jetzt den 9. September, die Filme kommen ja immer etwas später, wird sie also ausziehen und zieht zu ihrer Schwester in dessen Haus. Die hat also ein kleines Häuschen sich gemietet hier und da sind die 2 Geschwister zusammen und dann fühlen sie sich bestimmt wohl. Ich habe schon zu ihr gesagt, wenn was sein sollte, kann ich noch immer helfen. Ich helfe wie auch beim letzten Mal auch mit dem Umzug. Das sollte also kein Problem sein. Ja, was bedeutet das für meinen Kanal? Ja, Pitti wird nicht mehr drin sein. Ansonsten werde ich die gleichen Aktivitäten weiterführen, beziehungsweise ich habe dann noch ein paar andere Sachen im Kopf. Also das ist auch nichts mit Dating oder so vergestert. Also das war letztes Jahr, ich will meine Ruhe haben. Also Frauen stehen gar nicht in der Prioritätenliste drin. Erst wenn ich wieder im Februar zurück bin oder Mitte Februar aus Rayong. Viele wissen ja, dass ich Ende des Jahres für 2 Monate nach Rayong möchte. Ich glaube, ich fahre am 5. oder 6. Dezember fahre ich los. Dann ist ja hier so die Regensaison und beziehungsweise ich möchte auch meine Freunde wiedersehen oben im Norden. Und danach wird der Florenz mit offenen Augen durch die Gegend gehen und ja, wenn es sich ergibt, eine neue Partnerin zu finden. Ja, in nächster Zukunft, am 20. habe ich ja meinen Geburtstag, der fällt auch dieses Jahr ins Wasser, war ja letztes Jahr auch schon nichts. Da hatte Pitti den ja vergessen oder missachtet und dieses Jahr habe ich einfach keine Lust, meinen Geburtstag zu feiern.
Aber am 24. Bin ich mit meinen Freunden hier in einer großen Villa. Da wird also Oktoberfest gefeiert. Ich habe mir auch schon Lederhose und Hut besorgt. Hier in Lazada kann man sowas für günstiges Geld kaufen. Das sind keine richtigen Lederhosen. Aber dass man so ein bisschen gekleidet ist, das ist die Lamborghini Villa. Viele, die hier wohnen, die kennen die. Der Besitzer ist der die Akbar hatte, der Mario. Da werde ich also feiern. Und Ende des Monats habe ich dann vor, mit dem Freund nach Krabi zu fahren. Wir werden vielleicht 3 oder 4 Personen sein. Und das gucken wir uns dann mal an. Und vielleicht gehe ich auch nach Phi Island. Da möchte ich jemanden besuchen, auch einen YouTuber, der übrigens für meinen dafür halt also sehr gute Filme macht. Und ja, mal hier raus von der Insel. Jem wird dann ins Hundehotel gehen. Und dann haben wir noch Phuket, steht bei mir noch auf der Liste. Und dann haben wir ja im November, hatte ich ja mal angekündigt, dass mit Ralf und Mona auf den vorgelegenen Inseln möchte. Da freue ich mich auch drauf. Und dann eben halt im Dezember geht es dann ab in den Norden, Bangkok, Rayong. Ja, jetzt fragen sich bestimmt viele, was ist mit Pitti? Pitti, wie gesagt, die wird dann zu ihrer Schwester ziehen. Sie muss wieder arbeiten gehen, das heißt also im Hotelbereich hat sie ja vorher viele Jahre gearbeitet. Das heißt 5 Tage, jeweils 10 Stunden muss sie dann arbeiten. Das ist jetzt erstmal ihre Zukunft. Vielleicht wird sie noch einen anderen Verein kennenlernen, der das alles akzeptiert, ich nicht. Ich bin mit der Pitti über 2,5 Jahre zusammen gewesen. Dann hätte es ja auch die 2,5 Jahre nicht geklappt. Aber Florenz ist immer der Hoffnung, ja, das ändert sich ein bisschen, man ändert sich ja auch ein bisschen, man passt sich an und so. Aber das sind grundlegende Dinge, die haben eigentlich nichts mit Thailand zu tun. So, das war's. Hier habe ich mal eine Frage. Ich hatte mal daran gedacht, jeden Tag ein kleines Video zu machen, wie das Wetter hier ist, wie es aussehen wird am Tag. Ich werde nämlich dauernd gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Wetter, mit Regensaison und so. Dass ich sowas mache, das kann ich ja wunderbar vom Balkon aus machen. Ich sehe ja hier das Meer, das ist ja wunderbar. Und ja, schreibt das mal in den Kommentaren, ob das für euch interessant ist, wie hier das Wetter ist. Dann kann ich jeden Morgen, wenn ich Kaffee trinke, kann ich auch noch ein paar Dinge vielleicht erzählen, was so gewesen ist und wie das Wetter ist. So, das soll es gewesen sein. Viele Grüße von Koh Samui. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.